Lektion 1: Unterhaltungsvorlieben. Ich muss sagen, ich mag Sendungen über den Weltraum und Monster. Wie interessant. Ich finde Sendungen über den Kosmos unglaublich faszinierend. Die Geheimnisse des Weltraums sind endlos, ebenso wie die Fantasie, die er beflügelt. Tja, mein Bruder hat allerdings einen ganz anderen Geschmack. Er bevorzugt Komödien. Komödien können durchaus für Stimmung sorgen und für gute Lacher sorgen. Ja, und sie bieten eine großartige Möglichkeit, der Realität zu entfliehen, nicht wahr? In der Tat, es ist etwas Besonderes, mit Freunden herzhaft zu lachen. Haben Sie in letzter Zeit gute Shows gesehen? Ich habe mir vor kurzem eine Dokumentation über schwarze Löcher angesehen. Sie war sowohl spannend als auch lehrreich. Lektion 2: Berghöhlen. Haben Sie schon einmal über den höchsten Berg und seine höchste Erhebung nachgedacht? Natürlich. Der Mount Everest an der Grenze zwischen Nepal und Tibet ist ein bemerkenswerter Anblick. Es ist faszinierend, dass es der höchste Punkt der Erde ist und Kletterer aus der ganzen Welt anzieht. Ja, die Herausforderungen beim Besteigen sind enorm, aber für viele Amateure aufregend. Die Geschichten derjenigen, die den Gipfel erreicht haben, sind wirklich inspirierend. Ich kann mir nur vorstellen, welches Erfolgserlebnis Sie an der Spitze empfinden müssen. Es muss eine aufregende Erfahrung sein, aber auch ziemlich entmutigend. Das stimmt. Die Höhe kann selbst für die trainiertesten Bergsteiger eine echte Herausforderung darstellen. Vielleicht bleibe ich vorerst beim Wandern in den Hügeln. Lektion 3: Reiseerlebnisse. Das ist enttäuschend, was Sie von Ihrer letzten Reise hören. Hoffentlich passiert Ihnen das bei Ihren zukünftigen Abenteuern nicht. Ja, ich bleibe optimistisch, dass meine bevorstehenden Reisen viel angenehmer sein werden. Aus vergangenen Erfahrungen zu lernen ist der Schlüssel, nicht wahr? Auf jeden Fall. Jede Reise bietet wertvolle Lektionen, auch die weniger angenehm. Haben Sie konkrete Pläne gemacht, um sicherzustellen, dass Ihre nächste Reise reibungslos verläuft? Das habe ich tatsächlich. Dieses Mal lege ich Wert auf gründliche Recherche und Vorbereitung. Das klingt nach einem klugen Ansatz. Vorbereitung kann den entscheidenden Unterschied machen. Ich glaube schon. Ich bleibe auch flexibel, falls die Dinge nicht wie geplant laufen. Flexibilität ist auf Reisen unerlässlich. Sie ermöglicht unerwartete Abenteuer. Lektion 4: Schuttle-Service. Ich habe bestätigt, dass der Shuttler-Service für unsere Hotelgäste kostenlos ist. Das sind großartige Neuigkeiten. Der inbegriffene Transport ist sehr praktisch. Ja, es spart uns Zeit und Geld und ermöglicht uns, unsere Reise noch mehr zu genießen. Das weiß ich zu schätzen. So müssen wir uns auf unseren Reisen um eine Sache weniger Sorgen machen. Haben Sie unseren Shuttle-Fahrplan herausgefunden? Das habe ich noch nicht getan, aber ich beabsichtige, die Zeitplanung zu überprüfen und entsprechend zu planen. Das klingt nach einer guten Idee. Durch gute Organisation können wir unsere Zeit optimal nutzen. Ich stimme zu. Ich werde dafür sorgen, dass alles geregelt ist, bevor wir ankommen. Perfekt. Ich schätze Ihre Liebe zum Detail. Lektion 5: Interessen im Fitnessstudio.
Natürlich. Was möchten Sie über die Fitnesseinrichtungen während unseres Aufenthalts wissen? Mich würde interessieren, ob während unseres Besuchs spezielle Kurse angeboten werden. Das ist eine gute Frage. Ich habe gehört, dass Sie Yoga- und Pilates-Kurse anbieten. Beides klingt unterhaltsam. Ich wollte schon immer mal einen Pilates-Kurs ausprobieren. Ich habe gehört, dass es fantastisch für die Rumpfkraft und Flexibilität ist. Ja, und ich könnte in beiden Bereichen definitiv einige Verbesserungen gebrauchen. Vielleicht könnten wir gemeinsam einen Kurs besuchen. Das könnte eine lustige Erfahrung sein. Das klingt nach einem tollen Plan. Ich freue mich schon darauf. Ich auch. Lasst uns das Beste aus unserer Zeit im Fitnessstudio machen. Lektion 6: Der kuriose Bibliotheksbesuch. Ich bin von zahlreichen Fragen umgeben, die unbeantwortet bleiben. Es scheint, dass die Bibliothek die Antworten auf Ihre Fragen bereithält. Haben Sie schon einmal daran gedacht, sie zu besuchen? Tatsächlich glaube ich, ich sollte in die Bibliothek gehen und mir ein Buch ausleihen, um herauszufinden, warum diese Fragen weiterhin bestehen. Das klingt nach einer großartigen Idee. Bibliotheken sind wahre Schatzkammern des Wissens. Ich kann die alten Bücher und die Weisheit, die sie enthalten, fast riechen. Besuchen Sie gerne Bibliotheken? Syluf, es hat etwas Bezauberndes, inmitten so vieler Geschichten zu sein, die darauf warten, entdeckt zu werden. Ich hoffe, einige faszinierende Fakten zu entdecken. Womit sollte ich Ihrer Meinung nach beginnen? Vielleicht könnte ein Buch über Philosophie Einblick in diese unbeantworteten Fragen geben. Philosophie, sagst du? Das klingt spannend. Ich werde nach etwas suchen, das zum Nachdenken anregt. Lektion 7: Das bevorstehende Vorstellungsgespräch. Ich bin ziemlich gespannt auf das bevorstehende Interview. Wissen Sie, wer es führen wird? Ja, mir wurde mitgeteilt, dass es sich um den Personalvertreter handeln wird. Das ist beruhigend. Ich habe gehört, dass die Mitarbeiter der Personalabteilung recht freundlich sein können. Das können Sie auf jeden Fall. Ihre Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass sich die Kandidaten wohlfühlen. Ich hoffe, dass ich Sie mit meinen Qualifikationen überzeugen kann. Sie haben hart an der Vorbereitung gearbeitet. Ich bin zuversichtlich, dass Sie es gut machen werden. Vielen Dank für Ihre ermutigenden Worte. Welche Tipps haben Sie, um einen guten Eindruck zu machen? Seien Sie Sie selbst und lassen Sie Ihre Leidenschaft für die Rolle durchscheinen. Das ist ein guter Rat. Ich werde meine Begeisterung gerne zum Ausdruck bringen. Lektion 8: Die pazifische Herausforderung. Haben Sie schon einmal über die Breite des Pazifischen Ozeans nachgedacht? Es ist wirklich atemberaubend. Stellen Sie sich die Herausforderungen vor, denen sich diejenigen stellen mussten, die diese Grenze vor langer Zeit überquerten. Sie litten auch unter Durst, Hunger und Krankheit, nicht wahr? Ja, es war eine erschütternde Reise, die enormen Mut und Widerstandskraft erforderte. Ich kann nicht begreifen, wie Sie es geschafft haben, solche Strapazen zu überleben. Ihre Entschlossenheit ist wirklich bewundernswert. Sie spricht Bände über den menschlichen Geist. Außerdem schätze ich das moderne Reisen dadurch viel mehr. Ruf, wir halten es oft für selbstverständlich, wie einfach wir es heute haben. Doch ihre Geschichten erinnern uns an die Opfer, die für die Erforschung gebracht wurden.
Lektion 9. Tipps für Anfänger. Ich überlege, ein neues Hobby zu beginnen, aber ich fühle mich etwas eingeschüchtert. Als Anfänger ist es völlig normal, sich so zu fühlen. Gibt es Tipps für jemanden wie mich? Natürlich, lassen Sie sich nicht einschüchtern. Beginnen Sie mit etwas Einfachem und bauen Sie darauf auf. Das ist beruhigend zu hören. Ich fühle mich oft von der Auswahl überwältigt. Konzentrieren Sie sich jeweils auf einen Aspekt. Die Meisterung kommt mit der Übung. Das klingt vernünftig. Ich werde mich daran erinnern, dass jeder irgendwo anfängt. Genau. Nehmen Sie den Lernprozess an und überstürzen Sie Ihre Fortschritte nicht. Ich freue mich über Ihre Ermutigung. Sie motiviert mich, den ersten Schritt zu tun. Sie werden überrascht sein, wie schnell Sie Fortschritte machen können. Lektion 10. Ein Sommer in Boston. Wussten Sie, dass Bell während eines Sommers in Boston eine seiner gehörlosen Schülerinnen heiratete? Das ist eine ziemlich interessante Tatsache. Ich frage mich, was Ihre Verbindung inspiriert hat. Sein Schwiegervater meinte, dass es im Bereich Kommunikation gute Geschäftsaussichten gebe. Es ist faszinierend, wie sich persönliche Beziehungen mit beruflichen Ambitionen verflechten können. Tatsächlich scheint ihre Partnerschaft sowohl persönlich als auch innovativ gewesen zu sein. Es ist ein klassisches Beispiel dafür, wie Liebe und Ehrgeiz Hand in Hand gehen. Ich bewundere, wie sie ihre Erfahrungen in Chancen für andere verwandelt haben. Ihre Geschichte erinnert uns an die Macht der Bildung und der Verbundenheit. Ich muss sagen, Liebesgeschichten, die mit der Geschichte verwoben sind, faszinieren mich immer. Lektion 11. Lasat garnieren. Ich bereite mich darauf vor, heute Abend Lasagne zu machen. Haben Sie Tipps zum Garnieren? Auf jeden Fall. Eine Prise frisches Basilikum kann eine köstliche Note verleihen. Alles klar, ich werde dafür sorgen, dass ich alle frischen Zutaten habe, bevor ich anfange. Für eine zusätzliche Geschmacksnote können Sie auch geriebenen Parmesankäse verwenden. Das klingt köstlich. Ich liebe es, wie einfache Garnituren ein Gericht aufwerten können. Siluf. Die Präsentation ist entscheidend, insbesondere bei einem so herzhaften Gericht wie Lasagne. Ich hoffe, dass meine Bemühungen meine Gäste heute Abend beeindrucken werden. Ich bin sicher, Sie werden die Sorgfalt, die Sie in die Zubereitung des Essens gesteckt haben, zu schätzen wissen. Kochen ist wirklich eine Kunstform, nicht wahr? Lektion 12. Zutaten einkaufen. Ich muss ein paar Zutaten für mein Kochprojekt kaufen. Kaufen Sie diese normalerweise im Laden? Ja, ich kaufe sie normalerweise im Laden, um Zeit und Mühe zu sparen. Das ist ein praktischer Ansatz. Haben Sie einen Lieblingsladen für Lebensmittel? Ich bevorzuge eher lokale Märkte, da dort die Produkte oft frischer sind. Ich stimme zu. Es ist etwas Besonderes, lokale Bauern zu unterstützen, nicht wahr? Siluf. Es ist eine Win-Win-Situation. Die Qualität ist besser und Sie helfen Ihrer Community. Ich muss für meinen nächsten Lebensmitteleinkauf die örtlichen Möglichkeiten erkunden. Sie werden die Erfahrung genießen. Es ist immer schön, mit lokalen Anbietern in Kontakt zu kommen. Ich freue mich darauf, neue Aromen und Zutaten zu entdecken.
Lektion 13. Das Erbe der Maori. Haben Sie von den Maori gehört, einer ethnischen Gruppe, die zu Neuseeland gehört? Ja, ich finde Ihre Geschichte ziemlich faszinierend. Sie kamen mit dem Boot nach Neuseeland, nicht wahr? Genau. Ihre Migrationsgeschichte ist ein bemerkenswertes Zeugnis für Entdeckergeist und Widerstandsfähigkeit. Es ist faszinierend, wie Ihre Kultur im Laufe der Jahrhunderte florierte. Ihre Traditionen und Kunstformen sind wirklich einzigartig und faszinierend. Ich bewundere, wie Sie Ihr Erbe feiern und es über Generationen weitergeben. Es ist wichtig, solch reiche kulturelle Geschichten für zukünftige Generationen zu bewahren. Zuruf. Es hilft uns, unsere Geschichte zu verstehen und Vielfalt zu schätzen. Ich würde gerne mehr über Ihre Bräuche und Werte erfahren. Lektion 14. Titel gewinnen. Haben Sie von dem Sportler gehört, der die Australian Open und Wimbledon gewonnen hat? Ja, ich bin ziemlich beeindruckt. Sowohl bei den French Open als auch bei den Australian Open den Doppeltitel zu gewinnen, ist keine Kleinigkeit. Es zeugt zweifellos von außergewöhnlichem Talent und harter Arbeit. Ich bewundere Sportler, die in mehreren Turnieren brillieren können. Das erfordert enorme Hingabe. Ihr Weg zum Erfolg muss voller Herausforderungen und Triumphe gewesen sein. In der Tat, jedes Spiel ist ein Beweis für ihr Können und ihre Entschlossenheit. Ich frage mich, wie Sie mit dem Druck solcher Wettbewerbe mit hohem Einsatz zurechtkommen. Es übersteigt mein Verständnis, aber ihre mentale Stärke ist inspirierend. Ich kann mir die Feierlichkeiten nach solch bedeutenden Siegen nur vorstellen. Lektion 15. Marktforschung durchführen. Ich brauche jemanden, der Marktforschung betreibt und die Daten effektiv analysiert. Das klingt nach einer wichtigen Aufgabe für Ihr Projekt. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, einen Fachmann zu engagieren? Ja, ich glaube, ein Spezialist könnte wertvolle Erkenntnisse liefern, die ich möglicherweise übersehe. Dies würde Ihnen sicherlich Zeit sparen und eine umfassende Analyse gewährleisten. Ich frage mich, wie ich die richtige Person für diesen Job finden kann. Eine Vernetzung könnte hilfreich sein. Fragen Sie Kollegen beispielsweise nach Empfehlungen. Das ist eine gute Idee. Ich werde auch Online-Plattformen für Freiberufler erkunden. Möglicherweise entdecken Sie einige talentierte Personen, die Ihren Anforderungen gerecht werden können. Ich schätze Ihren Rat. Es ist wichtig, das richtige Fachwissen an Bord zu haben. Lektion 16. Unter den Ahornbäumen. Es war ein so herrlicher Abend, als wir draußen im Hinterhof unter den Ahornbäumen saßen. Die Atmosphäre war einfach bezaubernd, die Vögel sangen um uns herum und schufen eine harmonische Kulisse. Ich fand, es war die perfekte Kulisse für ein achtstündiges Abendessen. Sie nicht auch? Tilwuf. Es fühlte sich an, als ob die Zeit stillgestanden hätte, während wir jeden Moment genossen. Das Essen war exquisit und die Gesellschaft war sogar noch besser. Dem kann ich nur zustimmen. Gemeinsames Lachen und Geschichten haben das Essen unvergesslich gemacht. Apropos Geschichten, erinnern Sie sich an die lustige Geschichte über die Katze des Nachbarn? Wie könnte ich das vergessen? Diese Katze hat wirklich ein Händchen dafür, Ärger zu machen. Tatsächlich.
Es scheint, als gäbe es jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, ein neues Abenteuer zu erzählen. Lektion 17. Bürgerliche Verantwortung. Wenn wir über das Thema ein guter Bürger sein sprechen, ist es wichtig zu erkennen, dass es in jeder Gesellschaft Gesetze gibt, die das Verhalten regeln. In der Tat, diese Gesetze sollen die Ordnung aufrechterhalten und sicherstellen, dass die Rechte aller geachtet werden. Um einen positiven Beitrag für die Gemeinschaft leisten zu können, ist es für den Einzelnen von entscheidender Bedeutung, diese Gesetze zu verstehen. Auf jeden Fall. Das Bewusstsein für rechtliche Verpflichtungen fördert das Verantwortungsbewusstsein. Glauben Sie, dass die Menschen die Bedeutung der Bürgerpflicht oft übersehen? Deshalb. Viele Menschen konzentrieren sich ausschließlich auf ihre persönlichen Interessen und nicht auf das Gemeinwohl. Das ist schade. Soziales Engagement kann einen erheblichen Einfluss auf die Gesellschaft haben. Ja, selbst kleine Gesten der Freundlichkeit können zu großen Veränderungen führen. Welche Möglichkeiten gibt es Ihrer Meinung nach, wie sich die Menschen stärker in ihren Gemeinden engagieren können? Lektion 18. Bildschirmzeitmanagement. Ich habe über die Idee nachgedacht, die Bildschirmzeit zu begrenzen. Das klingt nach einer klugen Entscheidung. Viele Menschen sind sich der negativen Auswirkungen übermäßiger Bildschirmnutzung nicht bewusst. Ich habe gelesen, dass bestimmte Websites besonders ablenkend sein können. Ja, das habe ich selbst erlebt. Im Internet kann man leicht die Zeit vergessen. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Haben Sie konkrete Strategien umgesetzt? Ich habe angefangen, Timer einzustellen, die mich daran erinnern, Pausen einzulegen und anderen Aktivitäten nachzugehen. Das ist eine brillante Idee. Ich könnte diese Methode auch übernehmen. Darüber hinaus habe ich Hobbys erkundet, bei denen es nicht um Bildschirme geht. Das klingt erfrischend. Welche Hobbys hast du entdeckt? Lektion 19. Jagdpraktiken der Inuit. Wussten Sie, dass viele der von den Inuit gejagten Tiere Säugetiere sind, die im Wasser leben? Ja, das finde ich faszinierend. Es unterstreicht ihre tiefe Verbundenheit mit der Umwelt. In der Tat. Ihre Jagdtechniken sind ziemlich beeindruckend und auf die aquatische Umgebung zugeschnitten. Ich schätze, wie sie die Natur respektieren und gleichzeitig für ihre Gemeinden sorgen. Es ist ein perfektes Beispiel für nachhaltiges Leben, nicht wahr? Hilf. Sie haben die Balance zwischen Überleben und Naturschutz gemeistert. Glauben Sie, dass die moderne Gesellschaft von ihren Praktiken lernen könnte? Ich glaube, dass wir von ihrer Einstellung zum Respekt vor der Natur sehr profitieren könnten. Die Integration dieser Weisheit in unseren Lebensstil könnte zu einem gesünderen Planeten führen. Lektion 20. Erkältungen vorbeugen. Ich muss sagen, dass ich ein ganzes Jahr lang keine Erkältung hatte. Das ist eine beeindruckende Leistung. Worauf führen Sie diesen Erfolg zurück? Ich halte mich für einen Experten darin, wie man sich nicht erkältet, und ich habe einige Tipps, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Ich bin ganz ohr. Was sind Ihre Geheimnisse? Erstens achte ich immer darauf, mir regelmäßig die Hände zu waschen und es zu vermeiden, mein Gesicht zu berühren. Das ist eine solide Strategie.
Handhygiene ist entscheidend, um Krankheiten vorzubeugen. Darüber hinaus achte ich auf eine ausgewogene, vitaminreiche Ernährung, um mein Immunsystem zu stärken. Die Ernährung spielt sicherlich eine wichtige Rolle für die allgemeine Gesundheit. Was tun Sie sonst noch? Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, aktiv zu bleiben. Bewegung hilft meinem Körper, widerstandsfähig zu bleiben. Lektion 21 Zahlungsoptionen. Beginnen wir mit den Zahlungsmöglichkeiten für unser bevorstehendes Projekt. Ist eine Laufzeit von 30 Tagen für Sie machbar? Das klingt vernünftig. Ich glaube, diese Zeitleiste sollte perfekt funktionieren. Super. Ich denke, es ist wichtig, von Anfang an klare Bedingungen festzulegen. Dem stimme ich voll und ganz zu. Transparenz kann spätere Missverständnisse verhindern. Haben Sie über bestimmte Zahlungsmethoden nachgedacht, die Ihren Vorlieben entsprechen? Ja, ich habe einige Optionen gefunden, die für meine Anforderungen geeignet erscheinen. Das ist wunderbar. Es ist immer gut, eine Auswahl zu haben. Ich schätze die Flexibilität bei den Zahlungsmethoden. Das macht den Prozess reibungsloser. In der Tat. Ich freue mich darauf, diese Details zu finalisieren, damit wir fortfahren können. Lektion 22, Ideen für die Hausmannskost. Während wir über kulinarische Kreationen sprechen, wollen wir auflisten, was wir sonst noch zu Hause machen können. Das klingt nach Spaß. Ich habe in letzter Zeit mit verschiedenen Rezepten experimentiert. Wie wäre es mit einer fruchtigen und spritzigen Pina Colada? Das klingt fantastisch. Ein erfrischendes Getränk kann jede Zusammenkunft aufwerten. Ich stimme zu. Welche anderen Gerichte schwebt Ihnen vor? Vielleicht können wir dazu auch einen tropischen Obstsalat zubereiten. Das ist eine hervorragende Idee. Die Kombination wäre herrlich. Ich liebe es, wie lebendige Zutaten eine Mahlzeit so ansprechend machen können. Absolut. Die Präsentation ist entscheidend, wenn es um den Genuss von Speisen geht. Lektion 23, Regenbogenwunder. Haben Sie schon einmal einen wunderschönen, hellen Regenbogen am Himmel gesehen? Der, der Anblick eines Regenbogens ist immer atemberaubend, besonders mit seinen leuchtenden Farben. Es ist faszinierend, wie violett, blau, grün, gelb, orange und rot darin enthalten sind. Jede Farbe scheint nahtlos ineinander überzugehen und erzeugt so ein atemberaubendes visuelles Erlebnis. Regenbögen faszinieren mich oft, sie rufen ein Gefühl des Staunens hervor. In der Tat, sie erinnern uns an die Schönheit, die einem Sturm folgen kann. Haben Sie schon einmal versucht, einen Regenbogen zu fotografieren? Das habe ich. Allerdings ist es eine ziemliche Herausforderung, seine Schönheit einzufangen. Ja, die Kamera kann dem nie ganz gerecht werden, oder? Lektion 24, Abenteuer der lokalen Küche. Ich freue mich auf unsere bevorstehende Reise und die Gelegenheit, die lokale Küche kennenzulernen. Das klingt fantastisch. Das Probieren neuer Gerichte ist einer der schönsten Aspekte des Reisens. Ich stimme voll und ganz zu. Brauchen wir dafür besondere Vorbereitungen? Vielleicht sollten wir uns über einige beliebte Gerichte informieren, um sicherzustellen, dass wir nichts verpassen. Das ist eine gute Idee. Ich würde gerne authentische lokale Aromen probieren.
Auch verschiedene Kulturen durch Essen kennenzulernen ist so bereichernd. Haben Sie von Gerichten aus unserem Reiseziel gehört, die man unbedingt probieren sollte? Ich bin auf ein paar Empfehlungen gestoßen, die köstlich klingen. Ich freue mich darauf, gemeinsam dieses kulinarische Abenteuer zu beginnen. Lektion 25: Kreatives Kochen. Denken wir bei der Planung unserer kulinarischen Unternehmungen an kreative Rezepte, die wir zu Hause zubereiten können. Das ist eine spannende Idee. Ich liebe es, mit verschiedenen Geschmacksrichtungen zu experimentieren. Wie wäre es, wenn wir mit einer fruchtigen und spritzigen Pina Colada beginnen? Das klingt köstlich. Es ist ein perfektes Getränk für jeden Anlass. Zusätzlich könnten wir es mit einigen tropischen Vorspeisen kombinieren. Da ein paar Kokosgarneln würden es wunderbar ergänzen. Ich kann mir die Köstlichkeit schon vorstellen. Welche weiteren Ideen habt ihr? Wie wäre es mit einem Obsteller mit verschiedenen tropischen Früchten? Das wäre eine farbenfrohe Ergänzung. Es geht darum, ein Fest für Augen und Gaumen zu schaffen. Lektion 26: Komfort beim Radfahren. Es ist unbedingt erforderlich, sich vor jeder Fahrt zu vergewissern, dass das Fahrrad komfortabel ist. Ich stimme voll und ganz zu. Ein bequemes Fahrrad kann den entscheidenden Unterschied machen, besonders auf langen Fahrten. Haben Sie beim Radfahren schon einmal Beschwerden verspürt? Ja, einmal hatte ich einen unbequemen Sitz, der eine schöne Fahrt in eine schmerzhafte Tortur verwandelte. Das klingt furchtbar. Wie ich gelernt habe, kann das Einstellen des Sitzes einen entscheidenden Unterschied machen. Auf jeden Fall. Ich habe auch festgestellt, dass der Lenker für optimalen Komfort die richtige Höhe haben muss. Genau. Es geht darum, die perfekte Passform zu finden, um das Fahrerlebnis zu verbessern. Ich habe auch gehört, dass das Tragen der richtigen Schuhe helfen kann, Fußermüdung vorzubeugen. Tatsächlich. Jedes kleine Detail trägt dazu bei, die Fahrt angenehm zu machen. Lektion 27: Bahnreisen in der Geschichte. Es ist faszinierend zu wissen, dass die meisten Menschen in Deutschland in den 1870er und 1880er Jahren lieber mit dem Zug reisten. Tatsächlich, das Eisenbahnsystem war für die damalige Zeit recht fortschrittlich und machte das Reisen einfacher. Es muss ein aufregendes Erlebnis gewesen sein, damals mit der Bahn zu fahren. Vesuv. Züge vermittelten ein Gefühl von Abenteuer und verbanden Städte miteinander. Sind Sie schon einmal mit dem Zug gereist? Ja, das habe ich. Es war sehr angenehm, vor allem die malerische Aussicht entlang der Strecke. Diese malerischen Landschaften können die Reise wirklich bereichern. Ich erinnere mich, wie ich durch eine wunderschöne Landschaft fuhr. Es war wie eine bewegte Postkarte. Es ist bemerkenswert, wie sich der Transport seitdem entwickelt hat. Lektion 28: Vorfreude aufs Wochenende. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Am Samstag können viele Leute lange schlafen, was ein echter Luxus ist. Ich stimme vollkommen zu. Es gibt nichts Schöneres als das Gefühl, ohne Wecker aufzuwachen. Genau. Es fühlt sich jede Woche wie ein Kurzurlaub an.
Normalerweise nutze ich diese Zeit, um mir ein gemütliches Frühstück zu gönnen, vielleicht Pfannkuchen oder Waffeln. Das klingt herrlich. Ich könnte mich Ihnen bei diesem Genuss anschließen. Sie sind herzlich eingeladen, mitzumachen. Gemeinsam zu frühstücken ist etwas Besonderes. Dadurch fühlt sich das Wochenende noch besonderer an, nicht wahr? Auf jeden Fall. Es ist ein wunderbarer Start in den Tag. Machen wir es zu einer Wochenendtradition. Lektion 29. Rückzug an die Küste. Ja, es gibt ein schönes Resort namens Coastale Retreat und es liegt direkt am Strand. Das klingt wunderbar. Ein Rückzugsort am Strand ist perfekt zum Entspannen und Spaß haben. In der Tat, das Rauschen der Wellen und die frische Meeresbrise können so erholsam sein. Ich kann mir schon vorstellen, mit einem guten Buch am Strand zu faulenzen. Und vergessen wir nicht die köstlichen Meeresfrüchte, die in den Küstenrestaurants erhältlich sind. Meeresfrüchte am Strand sind ein Muss. Ich kann die frischen Fisch-Tacos schon schmecken. Es ist ein kulinarisches Erlebnis wie kein anderes. Ich bin schon ganz aufgeregt, wenn ich nur daran denke. Gibt es besondere Annehmlichkeiten? Ja, sie bieten Aktivitäten wie Surfen und Bachvolleyball an, die ziemlich unterhaltsam sein können. Lektion 30. Reisekomfort. Ich werde das Nackenkissen mitbringen, um mein Reiseerlebnis angenehmer zu gestalten. Das ist eine geniale Idee. Nackenkissen können auf langen Reisen lebensrettend sein. In der Tat, sie bieten die nötige Unterstützung, um steifen Nacken und Beschwerden vorzubeugen. Nach meiner letzten Reise kann ich mir ein Reisen ohne ein solches nicht mehr vorstellen. Es macht einen großen Unterschied, nicht wahr? Auf jeden Fall. Für zusätzlichen Komfort nehme ich auch gerne eine kuschelige Decke mit. Das ist eine wunderbare Ergänzung. Eine Decke kann jeden Reisesitz in eine gemütliche Ecke verwandeln. Ja, und es ist perfekt für diese kühlen Flugreisen. Ich glaube, wir sind uns in Sachen Reisekomfort einig.